Ralf? Ja, Christiane, Guck du auf die Straße. Und wo Mach geht's ich. denn heute hin? wir sind heute unterwegs in die Johannismühle. Das Wetter ist ja suboptimal, aber das Regenradar sagt, irgendwann heute im Laufe des Tages wird es aufhören mit Regnen. Und dann wollen wir ein paar schöne Fotos machen und uns die Johannismühle anschauen. Und vielleicht auch ein kleines Video über die Johannismühle machen. Gibt's da noch irgendwas Neues? Ja, ich glaube, die sind ja in letzter Zeit eigentlich immer fleißig am Neumachen. Neu ist zum Beispiel, dass man jetzt extra für die Flugshow bezahlen muss. Ich hoffe, dass die Flugshow dann auch ein bisschen aufgepeppt haben. Die werden wir heute bei dem Wetter aber nicht besuchen. Und laufen werden die Gehege neu gemacht. Und ich habe jetzt gelesen, die haben neue Polarwölfe. Das heißt, ich habe es glaube ich nicht gelesen, Christian hat mir Bescheid gesagt. Die haben also einen Teil ihrer alten Polarwölfe abgegeben und haben neue bekommen. Ich glaube, wahrscheinlich um die Familienverhältnisse klarzustellen. Sie sind also immer fleißig dabei, irgendwas zu verändern und neu zu machen. Also wir sind gespannt, was wir neu sehen werden heute. Was für eine schöne Wildblumenwiese hier. Die ist ja toll. Ist noch ein bisschen wenig los, ja, aber also hier kann man wunderbar draußen sitzen, auch drinnen, aber da muss man, glaube ich, Feuer reservieren, wenn man sicher drinnen sitzen möchte, sagen wir es mal so. Hier ist so ein kleiner Teich, da gucken wir nachher auch noch mal rein. Ja, und da hinten, wo die Autos stehen, da ist dann die Flugshow. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Also die um 10 Uhr ist sowieso ausgefallen wegen Regen. Das ist so Rinder, Esel, da ist der Streichelzoo und da sind die Lamas. Na ihr? Ein Dahomey-Rind kannte ich bis heute auch nicht. Ziemlich klein, aber sehr süß. Jetzt kommen sie alle im Schweinsgalopp. Schneller Schwenk. Jetzt kommt der ganze Stall raus. So, das hier ist alles neu gemacht. Also wir sind ja schon öfters hier gewesen. Und ja, das ist hier alles neu. Völlig neu hier. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Zwischen Bäumen sanftes Licht zeigt das Wildparkgesicht.
sanft und zart, damit zieht vorbei so sacht, bis das Morgenlicht erwacht. Wildparkwunder, Tiere nah und frei. Und dann gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Ah, da kommen die ersten. Da hinten ein ganz kleiner. Jetzt gucke. Aber ich muss sagen, es waren schon mal größere da. Die haben sie bestimmt irgendwann mal rausgemacht. Und jetzt haben sie neu reingesetzt. Tiere nah und frei. Oh, oh, Wildparkwunder, hier bin ich dabei. Für alle, die was lernen wollen, ist es hier in der Johannismühle auch gut. Die rote Liste Deutschlands für Amphibien. Was mich verwundert, ist der Teichfrosch. Den sieht man noch relativ häufig. Erstaunlich, dass der auf der roten Liste steht. Ah, jetzt merke ich das erstmal. Er hat einen grünen Punkt und das heißt, der ist nicht gefährdet. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen näher die Ferienwohnung, das Ferienhaus und ich glaube auch dieser See hier oder dieser Teich, da kann man drin schwimmen. Na, also ich denke, das gehört dazu. Das ist ein Schwimmteich. Abschluss. Eigentlich eine schöne Möglichkeit, hier nochmal ganz in Ruhe alleine durch den Park zu gehen, sich nochmal alles in Ruhe anzugucken. Da hinten steht ein Häuschen und das ist eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, das man mieten kann. Und dann hat man hier nach Ladenschluss oder Parkschluss eigentlich eine schöne Möglichkeit, hier nochmal ganz in Ruhe alleine durch den Park zu gehen, sich nochmal alles in Ruhe anzugucken. Und wenn man Glück hat, dann grasen nicht nur Schafe davor, sondern dann kommen halt auch die Rehe oder das Wild und bis vor die Tür und gucken ins Küchenfenster. Also wer hier ist in der Nähe und sagt, oh, muss hier sowieso übernachten, gute Gelegenheit. Also wem hat es hier vorher gehört? Also bevor die Johannismühle 1993 im Wildpark geworden ist, ich weiß nicht, ob es 1993 war, aber die Rote Armee war bis 1993 da. Da ist auch schon ein Hinweis drauf. Das Haus, wo jetzt die Gästezimmer drin sind, da haben die sowjetischen Kommandanten ihr Wochenenddomizil und Jagdrevier gehabt. Die haben sich ein schönes Leben gemacht, während die Soldaten in den Kasernen ziemlich bescheiden dran waren. Das ist das Ferienhaus und dann gibt es nochmal Ferienwohnungen da. Nach meinem Wissensstand ja. Okay, na dann gucken wir mal. Es gibt ja vier Räumlichkeiten oder 4 Ferien-Einliegerwohnungen, die zu vermieten sind. Ah. Das hier sind die namensgebenden Überreste für die Johannismühle. Und zwar stand hier mal eine Wassermühle. Wir schauen mal, da ist ein Schild. Vielleicht stehen auch noch Erläuterungen. Ja, die Johannismühle. Das sind die Fundamente der 1730 erbauten Wassermühle. So, wir hören jetzt das Waldspiel. Sie hörten in der 12-Tontechnik Christiane. Lang, laut und schief oder so, ne? Heißt es doch. Oder falsch? Das war dreistimmig, lang, laut und falsch. Ja. Aber 12-Tontechnik ist so eher atonal. Hier ist rechts das Gehege vom Luchs.
Und links ist der Bär oder die Bären. Mal gucken, ob wir was sehen. Hier ganz ohne was zu denken hier lang und dann, jetzt guckt mal, Ralf holt es bestimmt mit der Kamera raus. Da sitzt doch ein Rehkitz ganz unten. Ja, wir gehen da mal einen großen Bogen rum. Ja, weil sieht ganz frisch, sieht noch so frisch aus. Das Kitz liegt da hinten noch irgendwo im Wald. Ich hoffe, Mutti kommt bald zurück. Denn ich hoffe mal, dass da in dieser großen Herde Mutti irgendwo ist. So, wo sind wir denn jetzt gerade, Ralf? Ja, ich glaube, kann man gut sehen. Oder jeder hat schon gesehen im Video. Wir sind jetzt bei den Polarwölfen. Ich versuche noch ein schönes Foto zu machen. Aber jetzt sind sie gerade alle weggelaufen. Da muss ich wohl noch ein bisschen Geduld aufbringen und warten, bis sie wiederkommen. Ja, wir hatten ja gerade ein bisschen Pech, ne? Mit Katja, dem Bären und dem Luchs waren die da. Ich komme mir vor wie im Leipziger Zoo. Keine Tiere. Naja. Da hatten wir auch schon mal so ein Glück, ja. Hatten wir auch schon mal geguckt. Aber da kommen sie. Unterwegs im Wildpark hier, Johannesmühle, wo Natur beginnt. Polarwölfe seh ich stehen, Rehe springen ganz geschwind. Dann Bild, das sich gerne zeigt, Flugshow an einem klaren Tag. Vögel fliegen hoch hinaus, Natur. Hier sind die neuen Polarwölfe. Bäumen sanftes Licht, zeigt das Wildparkgesicht. Natürlich kommen wir wegen allen Tieren her, aber am schönsten finden wir eigentlich das hier. Ja, so ohne Zaun. Das ist schon echt schön, wirklich. Ja, dann sieht man zwischendurch die Mufflons. Ja, ganz viele Jungtiere gerade. So, und wenn man Lust hat, kann man dann hier auch schön Pause machen, sich hinsetzen. Ja. Dann Bild, das sich gerne zeigt, Flugshow an einem klaren Tag. Vögel fliegen hoch hinaus, Natur, die ich so sehr mag. Oh, oh, Wildpark, Wunder, Tiere nah und frei. Oh, oh, Hier sind die Wiesente. hier bin ich dabei. Schön. Ja, und die Wiesente nehmen leider gar keine Notiz von uns. Da ist Fressen wohl wichtiger. Hallo, hallo. Habe ich bezahlt Sicherheitsgebühr? Oh, das interessiert die auch nicht. Aber wirklich schöne, große und stolze Tiere. Auch wenn wir sie hier noch von hinten sehen. Ja, früher mal Eichhörnchen drin, die sind schon lange nicht mehr drin. Hier ist jetzt Wischi und Waschi drin. Ist ja lustig. Aber sehen tue ich keine. So ganz versteckt haben sie sich doch nicht. Wischi oder Waschi? Hallo, wer bist du? Wischi? Waschi? Nein, er reagiert auf keinen von beiden Namen. Hallo? Hierher schauen. Danke.
Unterwegs im Wildpark hier, Johannesmühle, wo Natur beginnt. Polarwölfe seh ich stehen, wir springen ganz geschwind. Dann Bild, das sich gerne zeigt, Flugshow an klaren So, Tag. was wolltest du mir jetzt erklären? Aber vielleicht gehst du mal dahin, da ist das Licht ein bisschen besser. Fange ich doch gerne. Danke. Da hinter uns, da wollte ich dir gerade erklären, das ist die Schießbahn für die Kommandanten. Da haben sie hier mal Schießen geübt. Ah, gut. Danke für die Info. Bitte, gerne. Jetzt haben wir es kurz nach 12 und langsam füllt sich der Park auch. Aber es verläuft sich hier. Also richtig voll haben wir den hier noch nie erlebt. Und sonst machen wir ja morgens um 10 immer gleich die Flugvorführung. Die war ja heute eh nicht. Also von daher, ja, schön. Na, Ralf guckt jetzt gleich, die Grauwölfe werden gleich gefüttert. Mal sehen, ob es da noch ein paar schöne Bilder gibt für euch. Morgen nicht dabei. Wildparkwunder, Tiere nah und frei. Oh, Wildparkwunder, hier bin ich dabei. Unterwegs im Wildpark hier, Johannesmühle, wo Natur beginnt. Was soll ich sagen? Der Wildpark hier ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gerade wenn wir mit Kindern unterwegs sind, können die Kinder noch einiges lernen über die Natur. Es gibt einen schönen Streichelzoo. Es gibt viel zu sehen und bei der Fütterung wird auch das eine oder andere erklärt. Ralf ist immer noch bei den Grauwölfen, aber hier kann einem schon mal der V auf dem Weg begegnen. Das ist mal ein schöner Teich, wenn man näher rangeht. Dann kommen sie an und denken, ui. Heute ist ein wenig windig. Ich hoffe, das geht überhaupt mit dem Ton. So, wie hat es dir denn gefallen, Christiane? Ja gut, also wir sind ja nicht das erste Mal hier. Wir sind ja schon jahrelang, kommen wir hier her. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal eine Jahreskarte, ne? Ja, ein Jahr hat man eine Jahreskarte. Ja. Ja, schön. Oh, jetzt pass auf, dass du nicht umfällt. Ich bin auf dem Sprung. Das schaffst du nicht, wenn die jetzt umfällt. So. Ja, also es gibt ja auch Veranstaltungen, Kinderfeste, was weiß ich, Bauernmarkt. Einmal im Monat ist Hundesonntag. Wobei ich glaube, Hunde dürfen sowieso mit rein, oder? Nein, normalerweise dürfen keine Hunde rein, nur wenn Hundetag ist. Ah, okay. Den freilaufenden Tieren ist das eigentlich nicht gestattet. Na gut, keine Ahnung. Keine Ausnahme ohne Regel. Ja, also und der Preis ist jetzt 9,50 Euro Ja. pro Nase. Ich glaube, seitdem die Flugvorführung extra kostet, haben sie den Preis etwas gesenkt. Letztes Jahr hat es, glaube ich, noch 10,50 Euro inklusive Flugvorführung gekostet. Okay, und was kostet die Flugvorführung jetzt? Meines Wissens 6 Euro, aber die werden wir heute nicht machen. Ich glaube, heute fliegt sowieso nichts bei dem Wind. Ja. So, liebe Leute, das war unser Besuch hier in der Johannesmühle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt fleißig Kommentare. Wer mag, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Komm, Ella läuft, ich bin bereit. Unterwegs mit Ralf, es ist Zeit. Abenteuer nah und weit, komm mit und sei gescheit.